So, Freunde, willkommen zurück zu Disco Elysium. Es geht in eine weitere Folge hinein. Wir haben letzte Folge den Aberrator kennengelernt, den Fettsack, den fetten Geldsack, der offenbar über alles Bescheid weiß. So ganz geheuer ist er mir nicht, ehrlich gesagt. Inzwischen, wir sollten ihm nicht vertrauen. Der wollte uns auf jeden Fall einen Scheck geben, damit wir hier länger übernachten können. Aber wir haben abgelehnt, weil wir unsere Kohle selber irgendwie verdienen wollen und weil mir das natürlich eher nach Bestechung aussah. Von daher machen wir weiter, würde ich sagen. Wir gehen jetzt hier raus. Da haben wir jetzt den Ausweis. Oh genau, das ist quasi die Tür hier. Und dann sprechen wir mit ihm hier. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Albert hat sie gebeten, uns dabei zu helfen, die Leiche aus dem Baum zu entfernen. So it was. You surmounted the harbor wall in a display of athletic prowess to reach my superior. Then had him give me an order. I salute your cunning, and I will remove the body from the tree with my bare hands. You're so noble, Measurehead. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. Was ist, wenn wir das nicht machen wollen? This is the uncomfortable result of not taking it on ourselves. I can live with a compromise. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Na gut, wenn Kim damit einverstanden ist, dann bin ich damit auch einverstanden. Na schön. Babe, see that they stay here the whole time. The woman's gaze follows Measurehead as he leaves. So, you guys are like cops or something? Offensichtlich. Cool, I like men with guns and power. I'm Katya, by the way. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Ich würde es auch gerne sehen. Look at you! RCM rent-a-cops! Guarding that bridge like Everott's lapdogs! Is this where it's at now? The RCM is for sale! And who are you? What is your business here? Why are your clothes 4 sizes too small for you? Es geht sie nichts an. A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. It's Kuno. Then, the man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner, approaching him, walking past him. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Ray's victory today. Wir haben uns auf gar keine Seite geschlagen, sondern getan, was wir tun mussten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.
And what you had to do was to become a Union man for all to see. Ah, ey, hör auf zu labern, Mann. Wir haben einen Job zu erledigen, ganz ehrlich. Euch Arschkacken kriegen wir auch noch dran. So, jetzt können wir da runtergehen. Jetzt müssen wir nochmal Mana finden. Ist er das? So, how'd you like our harbor? Er ist total beschissen. It's but a rest area on the path leading across open plains. Right, you talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Irgendwelche Ideen, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? The man whispers a jaunty tune. A coastal breeze ruffles his hair. Albert hat gesagt, sie hätten einen Schlüssel für eine Tür. A key, huh? What door is this key supposed to open? Die wohnen so einem Schnüffler gehören. Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Macht das eigentlich nicht aus politischen Gründen. Oh, so the none of the above type, are you? I get it, I get it. I like to keep my distance too. But it doesn't matter. It's a good thing you're doing. Thanks. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the wailing and rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. None of this mess we're in, this jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich über diesen Auftrag wissen muss? Über diesen Schnüffler, wann er zu Hause ist? I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Who he is and what they're fighting for? This is interesting. Wissen Sie eigentlich etwas über die Hardy Boys? Los Ardis? They're an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Gut, dann machen wir den Auftrag jetzt einfach mal. Wir haben ja noch Zeit, das Geld zusammenzukratzen. Wir haben noch kein Level Up. Und ich gucke gerade mal, wir haben hier, wo die Leiche vom Baum gehen, in den Hintergrund und sehe dir an, was Schädelmesser bewerkstelligt hat. Das machen wir auf jeden Fall erstmal. Jetzt hier gleich um die Ecke. Komme ich da hoch? Da steht halt eine junge Dame, ne? The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Ah ja, runter ist runter. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised.
The victim is ready for a field autopsy. Eine Leichenschau vor Ort? Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. The fuck are they on about? Halt die Klappe, Kono, wirklich. Cop's gonna cut his shit up. Ja, alles klar, ich bin ready. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Erzähl mir was, Toter. Shoot, Looney Rooney. Das reicht. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Zuallererst, was genau ist eine Leichenschau vor Ort? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Haben Sie ein zweites Paar Handschuhe? Unfortunately, no. Ich habe Gartenhandschuhe, vielleicht reichen die? They are better than nothing. Tell you what, I perform the anatomical side of things while you will take notes. Wir füllen einfach das hier aus, richtig? Die zeigt mir das rosa Formular. That's right. Yeah, we got this. We're smart. Hier öffnen wir mal das Buch. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with assistierender Detective. That's you. Harry Du Bois. the corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says Rechtsmedizinische Berichtsnummer. KK57-0803.0815. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Also das ist ja jetzt hier so, ne, brauchen wir nicht, du notierst es. Next. Name, NA. Next. Geburtsdatum, NA. Alter, Roughly 50. okay, circa 50. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Ethnie, Mondial. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Geschlecht. Fucky, fucky! Oh Gott, ey, diese Kinder, die sind, oh. Male. Pigs can have sex? Männlich, was soll der Kram? Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Todesdatum, We're still going with March 4th. 51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. KK 57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Hinweise auf Manipulation. None.
At least not after the initial examination. Ein Hinweis auf meine... Vielleicht eventuell... Ich bin Ihrer Meinung, keine Manipulation. A silent nod. The lieutenant places his gloved hand on the corpse's chest, as if in preparation. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosenkrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbat puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. Okay, dann blättern wir mal vor. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Äußere Untersuchung, Zusammenfassung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Wie war das? The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. Auch. The boot has a serial number. It's E50.100.100. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Das haben wir ja schon rausgefunden. Da müssen wir noch gucken, wo wir die Seriennummer, also wo wir das überprüfen können. Ah nee, da müssen wir heute noch anrufen, ne? Stimmt, da müssen wir beim Revier anrufen. Das machen wir danach noch. Du notierst es. Tattoos. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. Notierst es. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Die war auch. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Auch das notieren wir. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Du schreibst kurz hellbraun an anlagebedingter Haarausfall. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Ja, das ist von den Kindern, ne? Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation.
Ja. Spielen wir. Ligature mark. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the bell so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain cutters. Aber sicher, ich bin vorbereitet. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose. Gut, dass wir diesen Bolzenschneider haben. Always good to think ahead. Now, we need to cut the bell to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Ach du Scheiße. See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Wäre jetzt nach einer guten Stelle zum Schneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the yeast. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there, steady now, like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Okay, dadurch habe ich jetzt eine höhere Chance. Sehr gut, du schneidest den gut durch. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Drückst so fest du kannst. Snap! The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Motive? Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant, pelvis intact, genitalia. Oh Gott. Müssen wir das machen? No! It's gonna happen, see! Verpisst euch! Normalerweise dürfen die gar nicht an den Tatort sein, die kleinen Scheißgehören hier. I fucking knew it! Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Okay. Ich untersuche mal die Genitalien. The dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Okay, du notierst es und hakst das Thema ab. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Wahrscheinlich wurde er mal gefoltert und er gefangen genommen. Notieren wir. Last item, hands. Nimmst die Hand hoch. His flesh is cold, icy. Pleased to meet you. Where are you from and what's your name? Was zum... I'm only fucking with you. I know where you're from. From Cappadocia. And your name is Il Corbo. What can I do you for, Il Corbo de Cappadocia? Nichts, schon gut. Nothing does. This was pleasurable. I sincerely thank you for touching my hand. We should do this more often. Be close like this, I mean. Boah. Hands are clean. No sign of injury from struggling. Haben wir denn welche erwartet? I was,
Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Über. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Innere Untersuchung, Zusammenfassung. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Ja gut, probieren wir mal, oder? Wenn ich darf. Und die Moral von der Geschichte? What would that be? The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. Das Gehirn reagiert äußerst empfindlich auf Beeinträchtigungen seiner Blutversorgung. I think that may well be the moral of every story, officer. Ja, der Beste der guten Bullen. Ich habe das erste Achievement bekommen. Ich schreibe einfach entfällt. Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Gott. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Okay, auch das notieren wir. Respiratory system. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Du siehst den Mund des Toten? No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Okay, ich vertraue ihm. Hepatobiliary. NA. Warum haben wir nichts dazu? Haben wir nichts dazu? Ah. Are you a hepatobiliary expert? Ich glaube nicht. Neither am I. Und das war's? That's it. Der entfällt. Same for toxicology and serology. NA. Entfällt. Cardiovascular. The body exhibits lividity in the lower extremities, feet, hands, and neck, visually consistent with the hanging. Okay. Gastrointestinal. This will do. Wird riechen. Oh ja. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Okay, notieren wir das. What's next on the list? Beschreibung der Verletzungen, Zusammenfassung. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Wofür ist das 4. Verletzungsfeld? Nothing. Just in case. Okay. Bissspuren. Head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Okay. And your opinion, officer? Ja, nicht tödlich, das ist postmortal. Agreed. Next injury? Kontusionen. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko!
has confessed to causing it at maximum velocity. Ah, okay, notieren wir. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Ja, nicht tödlich, das ist auch Postmortal. Right. Next. Strangulationsmarke. Ja, das ist auf jeden Fall die Todesursache wahrscheinlich. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. Vielleicht aber auch Postmortal. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Okay. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Wir wissen ja, dass er offenbar, als er tot war, aufgehängt wurde. Ich glaube nicht, dass das... Also ich würde jetzt sagen... Natürlich, das Zungenbein ist durch. Das heißt, tödliche Verletzung, aber wahrscheinlich ist es auch Postmortal. Haben wir nicht erfahren, dass er nicht dadurch gestorben ist, dass er aufgehangen wurde, sondern dass er schon tot war? Aber da hätten wir ja eine Stichwunde, oder? Ja, tödliche Verletzung. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Warten Sie mir zuerst noch, wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. Was noch? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? Und nun? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Okay, geben wir Ihnen das. For processing. You tilt your head, also looking at the corpse. Wahrnehmung haben wir nicht. Töten wir ihn ein, schaffen Sie ihn weg. Ohne ihn weiter zu untersuchen. Legendär ist das halt, ne? Eigentlich oder sollen wir noch Sachen rausfinden? Aber ich glaube, es ist schon offensichtlich, dass er halt, also das Erhängen kann schon dazu geführt haben, dass er... Ich meine, es ist egal, weil... egal ist es nicht, aber... Erzähl mir was, Toter, könnten wir halt noch machen. Geh weg mit dem. Tschüss. Töten wir ihn ein, schaffen Sie ihn weg. Okay. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I can take care of the rest. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Continue working here. The locals, the case, or attend to your own business. I will meet you downstairs in the Whirling in Rags tomorrow morning, 7:30 sharp. Okay. This means Lieutenant Kisuragi will leave the party until tomorrow morning. You're free to do side tasks and even the main case, though it might be more difficult. Da hat sie recht. Alleine wird schwierig. Wir können also ein paar Nebenaufgaben erledigen bis morgen früh um 7, wo er dann wieder da ist. If you have nothing to do, read books or sit on the bench on the plaza. Da kann man es auch hinsetzen. Steckst Leiche in den Sack und schleppst sie zum Motorwagen. Ach, jetzt können wir auch das Telefon nicht benutzen, um nachzufragen, ne? Scheiße. Wäre noch ein wichtiger Punkt gewesen, ne?
Gut, jetzt sind wir erstmal allein unterwegs. Wir haben 2 Level-Ups. Wo rein investieren wir das denn? Wir können mal gucken, ob wir noch irgendeinen Auftrag haben, wo wir das rein investieren können, was sinnvoll wäre. Ja, was haben wir hier bekommen? Nix, ne? Das Foto, das können wir vielleicht noch schicken. Mal abchecken. Ja, dann schauen wir mal rein. Was wir machen können. Also wir haben jetzt hier der Rauch auf dem Balkon. Das ist von 28 nach 21 Uhr auf, um nachzusehen. Nach 21 Uhr, ob jemand zu Hause ist. Das machen wir heute Abend. Singen Karaoke macht keinen Sinn. Erkunde die Geheimgänge des Whirling. Da können wir mal checken, ob wir da was machen können. Das machen wir als erstes. Gehen wir mal zurück zum Whirling und gucken mal, was wir da machen. Gehen wir noch zur Gange, ne? Die Hardy Boys. Können wir ihn vielleicht noch ansprechen? Can I help you? You see a heavy steel door with... Kommen wir halt nicht rein, ne? Da scheint auf jeden Fall noch ein... Ah, wir haben noch das, Dings, ne? Ich geh mal hoch. Checken das mal. The door is closed. This door can only be opened with a key or from the inside. Still nothing. Das ist das Ding vom Tenant. Komme ich da oben auf das Dach? Das Nebenzimmer. Ja gut, dann gehe ich erstmal wieder runter, weil hier scheint ja jetzt erstmal nichts zu... Ich will mit ihr nochmal sprechen. Ja komm, ich gehe mal reingucken. Die Tätowierung des Opfers. Hör dich nach der möglichen Bedeutung der Tätowierung um. Das können wir vielleicht können wir das hier nochmal bei ihr erfragen. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Ja stimmt, wir können sie dann mal befragen. Sind Sie Lizzie Elizabeth Holland before? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes. In the way she stands. In her face. Der lockere Leo hat mir von Ihnen erzählt. Er ist eine echte Plaudertasche. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. Können wir ihn nochmal befragen? Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Ich will mich nochmal über den Lynchmord erhalten. Again, just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Good one, Titus. Ich frage ihn einfach mal, wer das Sagen hatte. Wer hat in der fraglichen Nacht das Sagen? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy Boy without arresting all Hardy Boys. Do you think you could do that?
Do you think you could arrest them all? Nein, aber ernsthaft jetzt. Wer hat hier das Sagen? Who do you fucking think does? Albert Clay leitet die Gewerkschaft. Ihnen gegenüber müssen Sie Rechenschaft ablegen, stimmt's? You keep him the fuck out of this. We have autonomy. It's all on us. Everard runs the union. I run the Hardy Boys. When the shit starts spinning, it will not land on Mr. Clare. That's the deal here. The fixer will ignore the notion completely, focusing on Titus's culpability. When Titus Hardy says he runs the Hardy Boys, he means that in an administrative capacity. On that night, everyone acted as one man. Keine weiteren Fragen mehr. About fucking time. Der wird sich halt einfach der weiß halt, dass er halt abgesichert ist. Das ist sie ja hier. Die werden sich einen Plan erstellt haben, die werden irgendjemanden schützen, aber ich frage mich, wen? Gut, dann haben wir das auch abgeklärt. Dann gehen wir mal kurz durch, was wir noch machen können. Geisterformation zum Lynchmord. Das können wir nicht machen, weil wir unseren Ausweis nicht haben. Wer hat die Kleidung im Müll geworfen? Cyberguard ein Zimmer, das können wir noch machen. Melde den Verlust eines Ausweises, haben wir noch nicht gemacht. Ersetzt die versenkte Bowlingkugel, keine Ahnung, wo die herkommt. Blattpissen. Wenn die erste Untersuchung der Leiche abgeschlossen ist, das können wir vielleicht machen, wenn Kim wieder da ist nächsten Morgen. Das ist erst Mittwochs, wir haben Dienstag. Überprüfe die Serien um das Rüstung, das kontaktiere alles am nächsten, das können wir noch machen, aber nicht heute. Finde Morell, den Kryptozoologen, das können wir auch erst am Mittwoch machen. Überzeuge Titus heute von deiner Autorität. Okay, das wäre eine Idee, die wir machen können. Das ist... Autorität göttlich. Das heißt, wir könnten leveln Autorität. Dann gehe ich noch mal rein. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Looks like the circus left town, but the clowns are still here. 16. Autorität reinzustopfen war nicht so geil. Hätte vielleicht einen Punkt reinmachen. Für andere Sachen ausgeben. Weiterkommen. Gut, das heißt... Öffne für Everett die Wohnungstür. Das können wir machen. Hinter dem Gewächshaus. Wir können auch nochmal mit den Leuten sprechen. Den shoppen wir mal, ne? In hier. This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head.
Ja, Leute, Cliffhanger Ellie ist am Start. Ich würde sagen, was da mit der Tür auf sich hat und ob wir da reingehen sollten und mal gucken sollten, was da drin ist, werden wir in der nächsten Folge uns anschauen. Also, ich verabschiede mich mal hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.